Wenn die erste Hitzewelle angekündigt wird, gibt es immer wieder typische Fragen zur Hitze. Was ist eine Hitzewelle? Warum nutzt ein starker Regen nicht bei trockenem Boden? Oder welche Information sagt mir aus die Temperatur mit Celsius oder die Angabe der Luftfeuchtigkeit? Und um diese Fragen soll es jetzt in diesem Video gehen. Herzlich willkommen zu einem Video aus dem Wetterlexikon zu Fragen rund um die Hitze. Die erste Frage ist natürlich, was ist eine Hitzewelle? Und dabei gibt es zwei Grundlagen, und zwar zum einen den Hitzetag. Das ist ein statistischer Wettertag, der dann gilt, wenn die Temperatur zumindest 5 Minuten den Wert von 30 Grad Celsius im Schatten übertreffen kann. Das heißt, wenn es den ganzen Tag 29 Grad hat, dann ist es sehr heiß, aber es ist kein Hitzetag, weil die 30 Grad wurden nicht erreicht. Die zweite Voraussetzung ist, dass es 3 Tage in Folge diese Temperatur geben muss. Dann spricht man von einer Hitzewelle. Das ist aber nicht ganz eindeutig, weil es gibt verschiedene Spielregeln. Es gibt auch die Definition, dass 5 Tage in Folge eine Hitzewelle erfolgen muss, wobei man auch berücksichtigen muss, dass es verschiedene Klimazonen gibt. Die Regelung mit 3 Tage in Folge ist für Europa ausgearbeitet worden. Das heißt, wenn es 3 Tage in Folge über 30 Grad hat, haben wir in Österreich oder haben wir in Deutschland und anderen Ländern in Mitteleuropa eine Hitzewelle. Wobei man berücksichtigen muss, dass es zum Beispiel in den früheren Jahrzehnten etwa in Österreich selten 30 Grad erlebt hat. Und in den letzten 20 Jahren ist das immer mehr gang und gäbe, kann man sagen. Und eine Hitzewelle nichts Ungewöhnliches mehr. Und in Spanien sind die Temperaturen natürlich anders strukturiert, wenn man an den Hochsommer denkt. Und in anderen Kontinenten sowieso. Beispiel, wenn es am Montag 26 Grad im Schatten hat, am Dienstag 33 und am Mittwoch 27, dann ist das keine Hitzewelle. Es sind 3 sehr warme, eigentlich schon heiße Tage. Der Montag und der Mittwoch sind ein Sommertag in der Wetterstatistik, weil sie eine höhere Temperatur haben als 25 Grad und der Dienstag hat die Marke von 30 Grad überschritten und ist ein Hitzetag. Aber es ist keine Hitzewelle. Wenn nach dem Montag, der Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 33 Grad hätten, dann wäre es schon eine Hitzewelle. Dann gibt es eine andere Frage, die immer wieder aufkommt. Wieso hilft ein starker Regen nicht bei Trockenheit? Die Ausgangsüberlegung ist, dass es sehr lange nicht mehr geregnet hat und wenn dann zum Beispiel ein Gewitter kommt und es regnet sehr stark, sagen wir 20 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von einer Stunde, dann müsste das ja eigentlich dem Boden helfen und das ist ja toll. Aber die Wetterprofis sagen, das nützt eigentlich gar nicht so viel. Warum ist das so? Wenn man sich einen wirklich ausgetrockneten Boden ansieht, einen Erdboden zum Beispiel, und man stolpert darauf und fällt mit dem Knie hin, zum Beispiel, weil man beim Laufen nicht aufgepasst hat, dann schlägt man sich das Knie genauso auf wie beim Asphalt, wie auf der Straße, am Beton, weil der Boden ist knallhart. Man kennt auch diese typischen Risse und wenn man jetzt etwa einen Kübel Wasser nimmt und auf die Straße schüttet, was passiert? Das Wasser rinnt ab und landet irgendwo im Kanal in einem Bach. Und wenn man auf einem trockenen Boden dasselbe macht, passiert genau das Gleiche. Natürlich wird die oberste Oberfläche feucht und das ist gut so, aber die unteren Schichten des Bodens bekommen von dem Wasser gar nichts ab, weil das Wasser prallt fast sogar von dem Boden ab und rinnt davon und landet ebenfalls im Kanal oder im Bach. Das heißt, das Wasser kann nicht nach unten durchdringen. Besser wäre ein feiner Landregen.
Wir kennen diesen, der ist so fein, dass man ihn kaum sieht und eigentlich fühlt man das sehr als angenehm an, aber nass wird man trotzdem. Dieser feine Landregen kommt nämlich nur sehr langsam und mit geringer Menge vom Wasser her, landet auf dem Boden und weicht den Boden auf. Damit macht er ihn mehr oder weniger gefügig für die weiteren Wassermengen. Wenn danach ein Gewitterregen kommen würde, wäre das kein Problem. Das Wasser würde leichter in den Boden eindringen können. Aber diesen Landregen gibt es normalerweise nicht im Hochsommer. Da müsste schon ein Tiefdrucksystem sich entwickeln und es müsste mehrere Stunden regnen, dass der Boden aufgeweicht wird. Aber normalerweise ist der Regen, den man im Hochsommer erlebt, im Zusammenhang mit einem Wetterumschwung, mit einer Kaltfront oder auch vor allem mit Gewitter. Und da kann es schon sein, dass eine große Wassermenge runterkommt, aber wenn der Boden staubtrocken ist, dann wird er nur wenig von dem Wasser tatsächlich aufnehmen können. Und deshalb ist der Regen zwar wichtig, keine Frage, aber er hilft leider nicht so viel. Eine andere Frage ist, hilft feuchter Boden bei Hitze? Ja, auf jeden Fall. Und zwar deshalb, weil ein feuchter Boden ist in der Lage, einen Teil der Hitze zu absorbieren, also aufzunehmen. Wenn wir uns vorstellen, dass es im Frühjahr sehr viel geregnet hat und der Boden ist gut durchfeuchtet und im Juni gibt es eine Hitzewelle, dann kann der Boden helfen, diese Hitzewelle zu entschärfen. Das bedeutet, dass zum Beispiel in der Nacht die Temperaturen leichter zurückgehen können, weil der Boden nimmt einen Teil der Hitze auf. Das geht aber nur, wenn der Boden durchfeuchtet ist. Dann kühlt es auch ab, auch zum Beispiel in der Stadt, wenn die Parks gut durchfeuchtet sind und auch Waldgebiete im Stadteinflusszentrum. Manchmal, je nach Stadt, kann es auch innerhalb der Stadtmitte Parks geben, die großflächig angelegt wurden. Das kann natürlich sehr helfen und dann sind die Nächte nicht so extrem drückend heiß, wie das sonst bei trockenem Boden der Fall wäre. Das heißt, ein feuchter Boden macht hier absolut Sinn. Und dann haben wir die Frage, welche Information ist eigentlich prägender, wenn es dann um eine Hitzewelle geht, die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit? Das gilt aber nicht nur bei der Hitzewelle, sondern das gilt generell in der warmen Jahreszeit. Im Wetterbericht wird immer die Temperatur angegeben. Ich habe hier etwas provokant geschrieben, im Wetterbericht ist die Temperatur der absolute Superstar. Also die Temperatur wird immer genannt. Wenn es aber eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt, dann wird auch dazu gesagt, dass es eine sehr schwüle Wetterbedingung gibt. Wenn wir uns das aber dann genauer anschauen, dann ist es so, dass die Luftfeuchtigkeit oft die größere Rolle spielt. Gerade im Sommer, gerade bei hohen Temperaturen, ist es so, dass ein sehr schwüles Wetter sich ganz anders anfühlt und ganz eine andere Auswirkung hat, als wenn die Luft trocken ist. Wenn wir uns das konkret anschauen, nehmen wir an, es hat 20 Grad Celsius im Schatten und es gibt eine trockene Luft, dann kann es sogar sein, dass man diese Luft als kühl empfindet. Kommt natürlich auch darauf an, ob es einen Wind gibt oder nicht. Wenn man die gleichen 20 Grad hat und es hat zum Beispiel 60% Luftfeuchtigkeit, dann spricht man von einem sehr schwülen Wetter, von einer sehr schwülen Luft. Es ist sehr viel Energie in der Luft und man wird sehr leicht schwitzen, auch wenn man gar nichts Großartiges macht, sogar in den Büroräumen, und es ist definitiv vom Empfinden her sehr viel wärmer als bei den 20 Grad mit der trockenen Luft. Das heißt, die 20 Grad, wenn man diese beiden Situationen vergleicht, sagt eigentlich wenig aus. Erst die Luftfeuchtigkeit definiert, ob man es als kühl oder als warm empfindet.
Daher ist oftmals im Wetterbericht es auch so, dass beides in Kombination genannt wird. Angeführt sind immer die Grad, aber nicht immer sagen sie das aus, was man wissen muss, wenn es darum geht, welche Kleidung werde ich brauchen oder wie werde ich mich zum Beispiel fühlen, wenn ich Sport betreibe. Und das waren jetzt einige der typischen Fragen rund um die Hitze. Und gerade der Regen und der trockene Boden ist etwas, was immer wieder für Verwirrung sorgt, weil es gibt auch Auswertungen der Wetterdienste, wie ausgetrockneter Boden zum Beispiel in 1 Meter Tiefe ist. Ein ausgetrockneter Boden braucht wirklich so einen Landregen und nicht nur einen, sondern da muss es schon 2, 3 Wochen immer wieder regnen. Jetzt nicht dauerhaft, aber doch mehrere Stunden, mehrere Tage einen Regen geben, damit das Wasser auch wirklich in diese Tiefe gelangen kann und dass sich der Boden wieder erholt. Das Gras wächst dann sehr schnell wieder, es ist schnell wieder grün, aber der Boden kann trotzdem noch in den tieferen Schichten sehr trocken sein. Jo, ich hoffe, da waren ein paar interessante Details dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.